Habt ihr Sorgen? Dann werde ich euch diese jetzt wegpusten. Wir besuchen nämlich heute Schloss Sanssouci und das heißt übersetzt richtig ohne Sorgen. Wenn ihr noch nicht so recht wisst, ob das Schloss Sanssouci sich für euch lohnt, es anzugucken, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Wir werden den klassischen Schlossrundgang machen, bei dem ihr alles Wissenswerte erfahrt. Am Ende gibt es dann wie immer noch ein paar praktische Tipps. So, jetzt schauen wir uns den Kasten mal an. Kommt mit! Wir fliegen zunächst nach Berlin, über den Alexanderplatz hinweg in südwestliche Richtung, bis wir Potsdam erreichen. Nicht weit weg von der Innenstadt liegt unser heutiges Ziel, das Schloss Sanssouci. Im riesigen Park Sanssouci liegt das gleichnamige Lustschlösschen, das Traumschloss von Friedrich dem Großen, also dem alten Fritz. Vor 300 Jahren stand hier noch ein dichter Eichenwald, also perfektes Bauholz für Potsdam, und so war der Wald einige Jahre später dann auch Geschichte. Als der alte Fritz noch jung war, also praktisch der junge Fritz, ließ er hier zunächst einen Weinberg anlegen. Dabei waren die Reben nicht zur Weinherstellung gedacht, sondern vielmehr als Snack. Genauso wie die Feigen und noch anderes leckeres Obst. Die Glasscheiben hatten die Funktion als Mini-Gewächshäuser. Die geschwungene Form der nach Süden ausgerichteten Terrassen hat nicht nur optische Gründe, sondern man fängt so mehr Sonnenstrahlen ein. Zier- und Nutzgarten zu verbinden war damals wie heute das Ziel. Und wenn ihr euch mal die Blumenbeete genauer anseht, werdet ihr dort auch Tomaten und rote Beetepflanzen finden. So, der Garten war also schon mal fertig. Nun fehlte nur noch das Schlösschen. Projektname: Bau eines Lusthauses zu Potsdam. Vorbild: das Schloss von Versailles. Und es fing gleich mit Problemen an. Der berühmte Baumeister Knobelsdorff wollte das Gebäude an die Terrassenkante setzen. Der alte Fritz fand das blöd. Außerdem sollte es unterkellert werden, um die Feuchtigkeit besser von den Räumen fernzuhalten. Das gefiel dem Fritz auch nicht. Also wurde ohne Keller gebaut und bis heute gibt es Probleme mit der Feuchtigkeit. Überhaupt mischte sich der König bis ins letzte Baudetail in alles ein. Schwierig für die Bauleute. Allerdings wurde gerade dadurch Sanssouci etwas ganz Besonderes. So wurde auch der damals übliche Sockel weggelassen, da Friedrich einen ebenerdigen Zugang zum Garten wollte. Praktisch eine enge Verbindung der Räume zur Natur. Warum überhaupt noch ein neues Schloss? Es gab doch schon zum Beispiel die Stadtschlösser in Potsdam und Berlin. Sanssouci war, wie der Name schon sagt, ein Ort ohne Sorgen, der Unbeschwertheit, der Freiheit, Kunst und Philosophie. Es diente nicht zu Repräsentationszwecken, sondern war der Ort, an dem Fritz seinen privaten Neigungen nachgehen konnte. Er einfach Spaß hatte. Also so eine Art Hobbyraum für Könige. Passend dazu die Skulpturen, die das Dach festhalten. Das Gefolge des römischen Weingottes genießt das Leben in vollen Zügen. So, genug Sonne genossen. Jetzt gehen wir mal rein. Früher fuhren die Gäste mit ihren Kutschen diese Rampe hoch, direkt in den Innenhof und landeten zack als erstes im Empfangsraum, dem sogenannten Vestibül. Hier startet auch der heutige offizielle Schlossrundgang, auf dem ich euch gerne mitnehmen möchte. Fast alles, was ihr jetzt sehen werdet, ist auf dem Mist vom Fritz gewachsen. Denn auch bei der äußerst aufwendigen Innenraumgestaltung plante er jedes Detail mit. Daher ging sein persönlicher Stil auch in die Geschichte ein, und zwar unter dem Namen Friderizianisches Rokoko. Das Besondere dabei: zierliche filigrane Formen und als Thema die Natur. Während die Gäste nun geradeaus durch diese Tür in den Marmorsaal und von dort aus in Richtung Audienz- oder Gästezimmer gebracht wurden, geht die offizielle Schlossführung zunächst über die Privaträume, weiter über den Marmorsaal und endet im Voltaire-Zimmer. Die kleine Galerie war neben der Bibliothek der wohl persönlichste Raum. Hier waren Gäste üblicherweise tabu.
Was Friedrich der Große wohl darüber denkt, dass hier nun die Touristen durchgeschleust werden? Vergoldete Weinreben, wohin das Auge auch blickt, das Leitmotiv im gesamten Schloss. Die Skulpturen suchte Fritz nach seinem persönlichen Geschmack aus. Alle Gemälde sind von französischen Malern. Offensichtlich faszinierten den König Motive von ausgelassen feiernden, gut gekleideten Menschen, die es mit dem höfischen Zeremoniell nicht so genau nahmen. Also die damaligen Party-People. Das Ganze noch in südlichen Landschaften, kein schlechter Geschmack, oder? Zu Lebzeiten von Fritz hatten die Menschen übrigens besonders kleine Popos, was ihr gut an den geringen Sitzflächen der Sofas erkennen könnt. Späßle gemacht. Diese dienten tatsächlich nur der Zierde und waren nie zum Hinsetzen gedacht. Auf geht's zur Bibliothek. Wir müssen uns mit dem Blick durchs Fenster begnügen. Hier hatte genau nur eine Person Zugang, er selber. Und welche Bücher las er so? Antike Schriften in französischer Übersetzung, also nicht gerade die leichteste Kost. Deutsche Bücher sucht man hier übrigens vergebens. Mit dem Buch unterm Arm war es ein Katzensprung ins Schlaf- und Arbeitszimmer. In diesem Raum war das Machtzentrum Preußens. Von hier wurden zahlreiche Befehle nach außen gegeben, hier trafen sich die Minister mit dem König. Jetzt muss ich euch aber doch etwas enttäuschen. Im Gegensatz zu allen anderen Sanssouci-Zimmern sieht es ausgerechnet hier nicht mehr so aus wie 1700 Ungrad. Kaum hat Friedrich den Löffel abgegeben, hat sein Neffe und Nachfolger hier alles umgestaltet, die kostbaren Möbel teilweise sogar verschenkt. Als aber schon im 19. Jahrhundert hier eine Art Kultstätte zu Ehren vom alten Fritz entstand, holte man den originalen Schreibtisch und Dokumentenschrank mit Uraufsatz wieder zurück. Und noch ein Möbelstück ist hier original, der Sessel. Was es mit dem auf sich hat, dazu später mehr. War die Arbeit getan, konnte sich Friedrich der Große seiner Leidenschaft im Konzertzimmer hingeben. Es ist wohl einer der schönsten Räume in Sanssouci. An der Decke ein Spinnennetz, überall Weinreben und andere Naturmotive. Emanuel Bach, der Sohn vom berühmten Johann Sebastian Bach, musizierte hier regelmäßig mit unserem Fritz auf diesem Hammerflügel. Und die Flöte obendrauf, tja, tatsächlich die Originale von unserem König oder sagen wir in dem Raum besser Komponisten. Er hat nämlich weit über 100 Sonaten komponiert. Dabei hatte sein strenger Vater ihm als Kind das Flötespielen verboten, also musste er heimlich musizieren. Erst nach dem Tod vom Soldatenkönig konnte er endlich in vollen Zügen sein Talent ausleben. So, Mittag. Morgens Punkt 10 Uhr legte der König fest, wer zum Mittagessen kommen durfte. Meist Gelehrte und Offiziere. Man speiste dann in dem echt kleinen Audienzzimmer über mehrere Stunden, führte interessante Gespräche auf Französisch. Die Schubladen in der Kommode sind übrigens ein Fake, denn diese war nur seitlich zu öffnen, um Brennholz rauszuholen. Irgendwie musste man ja die Klimaanlage betreiben. Wir kamen durchs Vestibül, schlenderten durch die kleine Galerie an der Bibliothek vorbei, durchs Arbeits-, Konzert- und zuletzt Audienzzimmer. Weiter geht es zum Marmorsaal und über die Gästezimmer zurück zum Ausgang. Beim Betreten des Marmorsaales im Herzen von Schloss Sanssouci werdet ihr beeindruckt sein. Gewaltige Carrara-Marmorsäulen aus jeweils einem Stück, jedes 6 Tonnen schwer, tragen die mit üppigem Gold verzierte gewaltige Decke. Als Vorbild diente das Pantheon in Rom. Die Figuren da oben müssen echt schwindelfrei sein. Sie stehen für Astronomie, siehe Fernrohr, Malerei, siehe Staffelei und Musik. Sie sehen auf den Boden mit Naturmotiven und filigranen Mustern aus schlesischem Marmor. Durch die Tür rechts kam aus dem uns schon bekannten Vestibül die Crème de la Crème europäischer Wissenschaftler, Philosophen und Schriftsteller. Welch geistreiche Gespräche Venus hier wohl zu Ohren bekam. Übrigens, Frauen waren auf Schloss Sanssouci zu Fritzens Zeiten nur aus Marmor und auf Gemälden zugelassen. Schade eigentlich. Wer Glück hatte, durfte in einem der 5 Gästezimmer im Westflügel übernachten. Jeder Raum verfügt über eine Schlafnische und 2 Türen daneben. Die eine führt zur Dienerkammer, in der anderen
stand der Nachttopf. Am Ende der offiziellen Schlosstour noch ein echtes Highlight. Das Voltaire-Zimmer, benannt nach seinem berühmten Gast. Die Wände voller Schnitzereien mit den beliebten Naturmotiven. Der französische Kronleuchter aus Porzellanblüten. Wie viel Arbeit wohl allein nur in diesen Raum investiert wurde. Irgendwas wollte ich euch doch noch erzählen. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Die Sache mit dem Sessel. Also vor ungefähr 250 Jahren hat Friedrich der Große für immer seine Augen zugemacht in diesem Sessel. In seinem Testament hatte er verfügt, dass er in aller Stille nachts beerdigt werden möchte, und zwar direkt neben Schloss Sanssouci. Er hat nämlich schon bevor das Schloss gebaut wurde, dort eine Gruft errichten lassen. Und was machte man? Richtig geraten. Genau das Gegenteil. Man beerdigte ihn mit großem Tamtam und er wurde in der Potsdamer Garnisonskirche beigesetzt. Danach folgte eine wahre Odyssee seiner Gebeine quer durch Deutschland, bis er endlich 1991 hier neben Schloss Sanssouci beigesetzt wurde. Als er noch lebte, hatte er mal einem Freund gesagt: Wenn ich eines Tages hier sein werde, dann werde ich ohne Sorgen sein. Damit euer Besuch von Schloss Sanssouci auch sorgenfrei verläuft, jetzt noch ein paar praktische Tipps. Wenn ihr in das Schloss Sanssouci rein wollt, dann bekommt ihr eure Eintrittskarte im Besucherzentrum. Die ist dann an eine bestimmte Einlasszeit gekoppelt. Ihr könnt sie aber auch vorab online kaufen, was schlauer ist, weil dann könnt ihr euch die Zeit aussuchen. Weil wenn ihr sie am Besucherzentrum kauft, dann kann es sein, dass ihr relativ lange warten müsst, bis ihr ins Schloss dürft. Die entsprechende Webseite der Schlösserstiftung schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Solltet ihr vorhaben, an einem Tag mehrere Schlösser zu besuchen, empfiehlt sich das Ticket Sanssouci Plus. Es ist auch online erhältlich, an den Schlosskassen auch, aber auch online, auch auf der gleichen Webseite, die ich euch unten verlinke. Solltet ihr irgendwann Hunger oder Durst haben, dann gibt es hier nur ein paar Schritte entfernt das Restaurant Mövenpick. Ich war schon mehrfach da und es hat da immer sehr gut geschmeckt. Ansonsten könntet ihr auch in die Brandenburger Straße laufen, wenn ihr wollt. Das ist die Fußgängerzone von Potsdam, ist nicht weit entfernt zu Fuß, könnt ihr dahin. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, eine Kleinigkeit zu essen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und auch ein Abo. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von Schloss Sanssouci haltet. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch jetzt einfach mit zum nächsten Schloss, zum Neuen Palais. Oder besucht mit mir hier nebenan die Neuen Kammern. Weitere Videos zu Reisezielen und andere Schlossrundgänge findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. So, ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!